So, meine Lieben, nächstes Abenteuer geht los. Ich bin jetzt hier gerade in Moshi in Tansania, also in Afrika. Und ja, es geht Richtung Kilimanjaro. Bin gerade mit den Guides und den Trägern im Bus. Und ja, die Tour startet dann gleich. Wir fahren jetzt noch eine Stunde. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Ich bin super gespannt. Kilimanjaro, 5895 Meter. Dementsprechend dann auch Höhenkrankheit und so. Ja, ich hoffe, ich bleibe davon verschont. Ich habe mich relativ gut vorbereitet. Ja, 2 Wochen krank vorher. Aber sollte kein Problem sein. Ich bin jetzt relativ fit. Und ja. So, wir sind jetzt hier am Machame Gate angekommen. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe meine Passnummer und so alles eingetragen. Das muss man hier an jeden Checkpoint, sage ich mal. Und ja, jetzt habe ich hier noch das Lunchpaket bekommen. Das packe ich jetzt noch in den Rucksack rein und dann geht es auch schon gleich los. So, ihr habt es gerade gesehen, es wird gewogen. Ich habe mal nachgefragt, also extra sind 20 Kilo. Also diese großen Säcke, die tragen, sind 20 Kilo. Und der Rucksack von denen wiegt nochmal so 8 Kilo. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was sie da hochschleppen. Natürlich wird es weniger auf dem Weg nach oben, logisch, aber es ist schon beachtlich. Ja. Und ja, ich habe, glaube ich, so 10 Kilo. Ich wiege es jetzt auch gleich nochmal. Ja, das nenne ich mal Used Look. Der hat schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Langsam, langsam, sagt er. Everybody, alles gut? Ja. Okay, thank you. Bei uns alles gut. Wir laufen jetzt los. Die meisten Träger sind schon vorgelaufen. Die bauen dann das Camp schon auf. Das heißt, wenn wir ankommen, können wir dann direkt ins gemachte Nest gehen, so nach dem Motto. Ja, mein Rucksack 15 Kilo, das muss ich nachher noch ein bisschen reduzieren. Morgen bei der nächsten Etappe und wir laufen jetzt durch den Regenwald hier, so circa 4 Stunden. Wir sind jetzt so auf 2000 Metern Höhe. Und ja, der Eddie hat mir gerade erzählt, dass er seit 1997 als Porter arbeitet und seit 8 Jahren als Guide. Und der war schon 450 Mal auf dem Gipfel. Das ist schon eine starke Leistung. Ja, ihr habt den Regenwald gerade gesehen, ist sehr schön hier, ziemlich still auch, keine Moskitos und ja, es gibt hier sogar, also er hat schon einen Jaguar hier gesehen, beziehungsweise hat er mir erzählt, dass es hier welche gibt, ist aber sehr selten, dass man die sieht. Dann gibt es weiße Affen, schwarze Affen, Ziegen, wilde Hunde.
Und ja gut, wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter. Okay, wir sind jetzt ungefähr 11 Kilometer gelaufen, machen jetzt eine kurze Pause. Ja, vom Schwierigkeitsgrad her ist in Ordnung, ist okay, ist noch angenehm zu laufen und ja, jetzt machen wir eine Pause, dann geht's weiter. Ja, ist ziemlich angenehm hier, die Vögel zwitschern. Dieser Vogel, den ihr eben gehört habt, der ist übrigens höchstens so groß. Er hat gesagt, die kleinsten Vögel machen die lautesten Laute. Und ja, also bis gleich. So, das InReach sagt, dass wir auf 2400 Metern sind. Und ja, ein cooles Teil. Dazu werde ich auch mal ein Review machen, wenn ich wieder in Deutschland bin, sehr wahrscheinlich. Oder einen Testbericht auf der Webseite. Ja, damit könnt ihr SMS empfangen, E-Mail, könnt einen Wetterbericht abfragen. Geht halt nur mit einem Abo für einen Monat oder je nachdem, was ihr wollt. Ihr habt hier rechts so einen SOS-Button, den könnt ihr drücken und dann wird eine Rettungskette eingeleitet und ihr werdet dann gerettet. Habe ich mir gekauft, nicht gekauft, habe ich mit Garmin eine Kooperation. Das Abo habe ich selber gekauft, weil ich im Winter ein bisschen was vorhab, wenn das klappt und ja, da bin ich wahrscheinlich auch alleine unterwegs und deswegen ist so ein Ding nicht schlecht. Das teste ich gerade. Ja, ist echt cool. Man kann SMS versenden, auch wenn ihr kein Netz habt, das geht alles über Satellit. Iridium, kennt der ein oder andere vielleicht vom Militär noch. Und ja, alles klar. Wir gehen jetzt weiter, haben kurz gegessen und the lowest amount? Some of the guys maybe for 3,000, some of the guys feel headache, and after resting you feel good and you continue to keep going. It depending the people for first coming here for the first mountain, you feel the headache for 3,000 meters, 4,000, and sometime after resting, drinking, you feel good. Okay. Yeah. Also wir sind hier auf 2,6 zurzeit. Ich habe noch keine Probleme. Ja, ich habe aber auch ein bisschen gecheatet, ein bisschen geschummelt. Ich habe ja dieses Höhenzelt gehabt von höhenballons.de. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung bei dem Projekt. Und zwar habe ich da 20 Tage, bevor ich hier hingeflogen bin, habe ich da in einem Zelt geschlafen und habe so die Höhen, zum Schluss habe ich auf die Höhen habe ich eingestellt, immer so steigend, jeden Tag ein bisschen mehr. Und zum Schluss habe ich dann auf 3.900 Metern und 4.000 Metern geschlafen in dem Zelt. Es stand bei mir im Wohnzimmer. Das ist abgedichtet, da kommt ein Höhengenerator dran. Und ja, funktioniert bis jetzt gut. Ich habe auch beim Sport ein bisschen Leistungsschub gemerkt. Also hat es auf jeden Fall schon mal was gebracht. Und ich hoffe, dass ich auf dem Gipfel entspannt filmen kann, ohne Kopfschmerzen. Weil ich zum Schluss dann noch in den letzten Tagen die Maske aufgesetzt habe. Da gibt es so eine Atemmaske dazu und die habe ich dann auf 6000 gestellt und bin dann auf der Stelle gelaufen, habe die Knie ein bisschen hochgezogen, habe da ein bisschen trainiert. Soll man eigentlich nicht, Maximum 4000, aber
Ich habe mich gut gefühlt und habe es einfach gemacht. Ja, und ich hoffe, dass das passt. Also mein Sauerstoffblutgehalt war mit der Maske auf 6000 Meter bei 83%. Und ja, so man sagt, alles unter 75 oder 70 ist nicht mehr so gesund. Und da sollte man dann auch abbrechen bzw. Höhe abbauen und vielleicht am nächsten Tag nochmal probieren. Ja, gut, das zum Thema Höhenkrankheit. Wir laufen jetzt weiter. Aufsteigen und reden ist ganz schön anstrengend. Aber okay, bis gleich. Wir sehen uns dann beim Mittagessen. Hey, Michi. Just a minute. So, wir haben Smart Charme Camp erreicht. Ich habe gerade mal die Höhe abgecheckt. Das sind 2835 Meter, was für mich heißt, was für mich bedeutet, dass ich mein GPS noch mal kalibrieren muss. Ja, ihr könnt ein bisschen im Hintergrund sehen. Da seht ihr schon, das sieht ziemlich gut aus. Passt mal auf. So, Achtung. Ja, auch hier müssen wir wieder unsere Daten eintragen, dass wir den Punkt hier erreicht haben. Passnummer, Name, Alter und Geschlecht. Und ja, damit das alles schön offiziell ist und man sich hier das Zertifikat nicht ergaunern kann. Ja, das machen wir jetzt und dann geht's weiter. Nilipata taarifa ya ambao ziko rasmi. Watu mmoja ndio alifia Karanga. Ich habe mir was Warmes angezogen. Hier ein bisschen Werbung, das Ultra-Shirt von Carinthia. Ziemlich geiles Ding, perfekt genau für sowas, wenn es ein bisschen geregnet hat zum Drunterziehen oder während es regnet zum Drunterziehen. Es hat hinten am Rücken so eine Fläche, die nicht aus Isolationsmaterial besteht, sondern einfach nur ein bisschen Stretch-Material. Und dadurch hat man nicht mehr diesen klatschnassen Rücken, den man so kennt von anderen Jacken. Und ja, finde ich sehr gut gelöst. Die Arme sind auch auf so ein Stretch-Material. Ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Ja, das ist hier so ein Stretch-Material. Hier ist ISO-Material. Und ja, perfekt für solche Touren. Gut. Ja, ich gehe jetzt mal in mein Zelt. So, ich habe mir jetzt hier einen Kaffee gemacht. Afri-Kaffee. Passt, denke ich. Oh, der ist gut. Ist okay. Für einen Instant Coffee ist der echt gut. Und Popcorn haben sie mir auch gebracht. Okay, Popcorn um die Uhrzeit. Gewöhnungsbedürftig. Und dann auch noch ohne Film, aber ich denke, man kann nicht meckern.
Ja. Das ist hier das Tentlife am Kilimanjaro. Ziemlich angenehm, muss ich sagen, wirklich. Also, ich bin ja eher so der Typ, der es ein bisschen ungemütlich mag, aber ich kann auch gemütlich und das tut ziemlich gut gerade, echt gut. Und die Porter, also der Service von den Portern und den Guides ist echt Weltklasse. Sehr nette Menschen, hilfsbereit, erzählen viel, freundlich immer. Ja, macht echt Spaß hier. Gut, ja, dann werde ich noch ein bisschen Popcorn naschen jetzt und meinen Kaffee trinken. Und ja, dann melde ich mich gleich nochmal. Wie immer. Also, ciao. Ja, das nenne ich mal ein Essen auf fast 3000 Metern Höhe. Ja, ich genieße mein Essen. Schmeckt sehr gut. Ihr hört's. Die Porter und Guides sind am Feiern. Ich glaube, weil die andere Reisegruppe eingetroffen ist. Die haben ziemlich lange gebraucht. Gut, ist ja, umso größer die Gruppe, umso mehr muss man sich dann an das schwächste Glied, sage ich mal, anpassen. Und dementsprechend hat es wahrscheinlich dann ein bisschen länger gedauert. Und ja, jetzt machen die wahrscheinlich so ein Motivationslied. So, also, wie ich richtig geraten habe, ist die größere Gruppe eingetroffen und die werden jetzt willkommen geheißen. Und ja, ich wollte mir das nicht entgehen lassen, habe mir das auch nochmal angeguckt. Und ja, ich esse jetzt weiter. Yeah, this paper for check you oxygen and pulse for every day. How do you feel? How about vomit? How about Yes. yeah? If you feel good, day 1, day 2, it's good to enjoy for the summit. Perfekt. Yeah. Okay, so, also wir haben jetzt hier die Liste ausgefüllt. Da werden einfach Fragen gestellt, ist dir schlecht, hast du Appetit? Oxygen haben wir gemessen, also Sauerstoff, Blutsauerstoffgehalt hatte ich jetzt bei 93%, das ist gut. Ja, schlecht ist mir nicht, ich habe Hunger, also ich habe gut gegessen und habe sonst keine Probleme. Ja, das füllt man hier dann jede Etappe aus und so sind auch die Guides auf der sicheren Seite und alles ist cool. Gut, ich kann euch das mal kurz zeigen. So, alles ausgefüllt. Und jetzt gibt es noch ein Autogramm. So, ich habe mich jetzt schon mal ins Bett gelegt. Ist jetzt nicht mehr viel los. Draußen ist dunkel. Es ist auch zu bewölkt, um irgendwelche schönen Astro-Fotos zu machen. Oder irgendwelche Zeitraffer. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt auch gleich, pennen nicht, aber ein bisschen anfangen zu relaxen. Richtig zu relaxen. Und danach penne ich dann auch. Morgen um 7 stehe ich auf, oder stehen wir auf. Dann gibt es wieder warmes Wasser zum Waschen. Und danach Frühstück, Tee und Porridge gibt es hier meistens, habe ich mir sagen lassen. Und ja, erster Tag war gut. Viele Eindrücke, geile Landschaft und ich bin zuversichtlich, dass das noch geiler wird. Ja. Ja, zum Gear werde ich euch vielleicht morgen noch was erzählen. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen mehr auf das InReach Mini ein oder auf irgendwelche Bekleidungsgegenstände, die ich noch so habe. Schauen wir mal. Das Ganze soll ja auch immer noch etwas Gear beinhalten. Gut, ja. Ach genau. Die Stiefel, die ich nutze, die sind von Hikes und das ist der Nature One
GTX. Und ich muss sagen, dieser Stiefel ist der beste, den ich je von Hikes hatte. Ich hatte davor den Hike Scout und den Hikes Nature One mit. Und ja, ich muss sagen, den Stiefel, den habe ich bekommen, bevor ich nach Schweden gefahren bin. Und in Schweden habe ich ihn dann eingelaufen. Ich habe mir halt gedacht, okay, ich sitze die meiste Zeit sowieso im Kanu, dann kann ich den auch da anziehen und da einlaufen. Weil es jetzt keine Märsche sind und dementsprechend sich da auch keine Blasen entwickeln. Das heißt, ich habe den eingelaufen auf der Kanutour in Schweden. Also der ist eigentlich nicht mal eingelaufen. Und ich habe keine einzige Blase. Meine Füße fühlen sich an, wie als ob da gar nichts war heute. Und wir sind 20 Kilometer gelaufen und 1200 Höhenmeter. Und dazu muss ich auch noch sagen, wisst ihr, welche Socken ich anhatte? Hier, nix mit Falke. Ich bin nämlich der Obertrottel manchmal. Und ich habe meine Socken zu Hause nicht zusammengelegt. Und dementsprechend lagen die auch nicht in meiner Schublade. Und ich dachte mir halt, ich kaufe mir sowieso neue, weil ich ungetragen haben wollte. Weil meine so durch sind, die Socken. Die sind ganz dünn schon an der Sohle. Und ja, da wollte ich mir neue kaufen und das hatte ich so im Kopf. Für Montag packen, in Globetrotter fahren, Socken kaufen und die dann in den Duffelbag packen. So, aber das habe ich nicht mehr geschafft, Socken zu kaufen. Und ja, dementsprechend habe ich heute das mit Puma-Socken gemacht. Und ich habe mir gestern Mittag auf dem Markt hier in Moshi, habe ich mir noch für $10 2 Under Armour Fake-Socken gekauft. Und ja, das werden so meine Summit-Socken. Und ja, ich bin gespannt, ob ich mir damit nicht die Füße abfackel. Auf jeden Fall mit dem Puma und den Hikes. Also man kann in Hikes sogar Puma-Socken tragen, aus Baumwolle. Und da passiert gar nichts. Meine Füße sehen aus wie, ja nicht wie geleckt, aber ich merke nichts. Top. Ich bin sehr zufrieden mit dem Stiefel. Das ist jetzt auch Werbung für den Stiefel auf jeden Fall. Aber das ist ehrliche Werbung. Also dafür stehe ich mit meinem Namen, ja. Und ja, wollte ich euch nur noch berichten. Top-Stiefel. Ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. Und ja, der wird mich bis auf den Gipfel begleiten. Hoffe ich. Ja. Gut, alles klar. Ich schlafe jetzt. Oder gleich. Alles klar, bis morgen früh. Ciao. Ja, eine Orange. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.